In diesem Video zeige ich, wie man den Spider-Farmer GGS-Controller mit Lampen und Lüftern anderer Hersteller nutzen kann, was dabei beachtet werden muss und wie man es umsetzt. In meinem letzten Video habe ich den Spider-Farmer GGS-Controller mal genauer angesehen und bin zu dem Schluss gekommen, dass er sich nicht ohne weiteres mit anderen Lampen und Lüftern nutzen lässt. Nachdem dann Zuschauer in den Kommentaren berichtet hatten, dass sie erfolgreich andere Lampen damit steuern konnten, habe ich noch etwas genauer nachgeforscht. Dabei ist mir dann aufgefallen, dass auf einem der Bilder auf der Spider-Farmer Website die Funktion des Adapters für Lichter und Lüfter beschrieben ist. In der Beschreibung auf der Website war dazu nichts zu finden. Auf dem Bild ist zu sehen, dass der Adapter für 0 bis 10 Volt gesteuerte Lampen und für PWM gesteuerte Lüfter konzipiert ist. Mehr Informationen waren dazu nicht zu finden. Deswegen habe ich den Kundenservice erneut kontaktiert und nachgefragt, ob sie die Funktion des Adapters erklären und mir die PIN-Belegung mitteilen können, damit ich meine Geräte daran anschließen kann. Diesmal habe ich dann auch wenig später eine Antwort erhalten, die sich auch auf die Frage bezieht. Aus Datenschutzgründen möchte ich euch die Antwort lieber nicht direkt zeigen. Grob übersetzt lautet sie aber: Es tut uns leid, dass wir dir die genaue Situation nicht erklären können. Es handelt sich dabei um interne Firmengeheimnisse. Es tut mir leid, dass wir es dir nicht mitteilen. Wenn du weitere Fragen hast, helfen wir dir gerne. Firmengeheimnisse, das ist ja interessant. Dinge, die eigentlich in eine vernünftige Bedienungsanleitung gehören, werden als Firmengeheimnisse deklariert. Aber gut, wenn die meinen, Geheimniskrämerei zu betreiben, muss ich das wohl selbst in Erfahrung bringen. Bei der Gelegenheit habe ich gleich mal gefragt, warum CO2 und ppfd nicht in den Diagrammen enthalten sind. Als Antwort darauf bekam ich dann ein Bild eines Controllers, bei dem der CO2-Wert angezeigt wurde. Das war zwar nicht die Frage, aber okay. Ich werde weiter nachhaken. Neu motiviert, den geheimen Geheimnissen von Produkten, für die ich gezahlt habe, auf die Spur zu kommen, habe ich den Controller noch einmal untersucht und mir speziell den Geräteadapter angesehen. Dabei ist mir dann aufgefallen, warum ich es beim letzten Test nicht schon entdeckt hatte. In der Einstellung für Lüfter und LED lassen sich mit dem Drehrad Stufen und Prozentwerte einstellen. Allerdings werden sie erst aktiv, wenn man das Rad noch einmal zur Bestätigung drückt. Eigentlich ja logisch. Das hatte ich zuvor nicht gemacht. Der Geräteadapter. Der Geräteadapter hat zwei Eingänge für die Verbindung zum Controller. Ich konnte keinen Unterschied feststellen, welche der beiden Eingänge man nutzt. Es passiert immer das Gleiche. Auf der anderen Seite des Adapters befinden sich zwei Ausgänge. Einer davon ist mit Fan beschriftet, der andere mit Light. Beim Anschluss der Geräte muss darauf geachtet werden, dass die richtigen Anschlüsse gewählt werden, denn die Stecker passen in alle vier davon. Der Lüfteranschluss. Der Lüfteranschluss am Geräteadapter, der wohl für die Spider-Farmer Clip-Fans gedacht ist, gibt ein PWM-Signal aus. Mit diesem Signal können einige Geräte gesteuert werden. Es gibt jedoch auch Einschränkungen, zu denen ich gleich noch komme. Dieser Ausgang wäre also gut geeignet, um meine Umluftlösung mit den PC-Lüftern aus dem anderen Video zu steuern, in der Drehzahl zu regulieren oder sie komplett abzuschalten. Auch manche Abluftlüfter lassen sich darüber steuern. Hier habe ich einen Versuchsaufbau, bei dem ein Arctic P12 PWM Lüfter am Controller angeschlossen ist, um die Funktion mal zu demonstrieren. Der Lüfter bekommt 12 Volt über ein externes Netzteil. In der unteren Zeile des Netzteils wird die Stromaufnahme des Lüfters gezeigt. Das PWM-Steuersignal bekommt er über den Controller. Mein Oszilloskop habe ich noch daran hängen, um das PWM-Signal zu untersuchen. Die Eigenschaften des PWM-Signals sind wichtig, da manche Geräte unterschiedliche Anforderungen daran haben. Hier schalte ich die unterschiedlichen Stufen durch. Je höher die Stufe, desto schneller dreht sich der Lüfter und desto mehr Strom zieht er. Ich habe das PWM-Signal mal eingeblendet, um zu zeigen, wie so etwas aussieht und damit man die Funktion besser versteht. Das PWM-Signal hat eine Frequenz von 10 kHz und ohne Last beträgt der Pegel nur 3,3 Volt. Auf der maximalen Stufe 10 am Controller hätte ich erwartet, dass das PWM-Signal ebenfalls 100% beträgt, also dauerhaft eingeschalten ist. Auf dem Oszilloskop würde sich das als gerade Linie bei ungefähr 3 Volt zeigen. Allerdings ist das nicht so, wie man sehen kann. Das PWM-Signal ist auf Stufe 10 nur 78% der Zeit eingeschaltet. 100% können nicht erreicht werden. Das hat Konsequenzen für Geräte, die man daran anschließt. Warum das so gelöst wurde, ist für mich nicht nachvollziehbar. Vielleicht wollten sie so die maximale Leistung ihrer Clip-Fans nachträglich etwas reduzieren. Auch die anderen Einstellungen wie Shake Head oder Natural Wind haben keinen Einfluss auf das PWM-Signal. Für andere am Fanausgang angeschlossene Geräte bedeutet diese Tatsache, dass die volle Leistung an diesem Ausgang nicht erreicht werden kann, sondern lediglich 78%. Denn üblicherweise wird bei PWM gesteuerten Geräten die volle Leistung bei dauerhaft also einem Duty Cycle von 100% abgegeben. Dieser Effekt zeigt sich auch am PC-Lüfter. Der PC-Lüfter ist mit 12 Volt und 0,1 Ampere maximaler Stromaufnahme im Datenblatt angegeben. Auf Stufe 10 am Controller angeschlossen zieht er nur 0,05 Ampere. Nachdem ich das PWM-Signal vom Lüfter entferne, beschleunigt der Lüfter und die Stromaufnahme springt auf ca. 0,09 Ampere. Erst jetzt kommt er auf volle Leistung. Möchte man also zum Beispiel seine Abluft mit einem PWM-EC-Lüfter über den Ausgang steuern, wird man also ebenfalls nur 78% der Leistung erreichen.
In der Regel wird das allerdings kein Problem darstellen, da die Abluft ja sowieso häufig überdimensioniert wird, um die Lautstärke zu reduzieren. Somit wird die volle Leistung nicht immer benötigt. Ein weiteres Problem mit diesem Signal ist sein Pegel von nur 3,3 Volt. Damit wird die Spannung bezeichnet, die das Signal im eingeschalteten Zustand hat. Mein EC-Lüfter von RUG benötigt hier 5 bis 10 Volt laut Datenblatt. Die 3,3 Volt des Spider-Farmer Controllers reichen jedoch nicht für den RUG-Lüfter aus. Es gibt Möglichkeiten, das Signal anzupassen. Ich arbeite daran und werde die Lösung in einem weiteren Video vorstellen. Du musst also überprüfen, welches Signal dein Lüfter benötigt. Die geforderte Frequenz des RUG-Lüfters beträgt zwar maximal 5 kHz, der Controller gibt allerdings 10 kHz aus. Testweise habe ich mal einen PWM-Generator am Lüfter angeschlossen und festgestellt, dass er ohne Probleme auch mit mehr als 10 kHz läuft. An der Frequenz sollte es also für meinen Lüfter nicht scheitern. Wie du nun deine Geräte am Spider-Farmer GGS-Controller anschließen kannst, zeige ich gleich. Der Lichtanschluss. Der Lichtanschluss am Geräteadapter ist für 0 bis 10 Volt dimmbare LED-Netzteile konzipiert, wie sie in den meisten Grow-Lampen verwendet werden. Damit ist es also möglich, so gut wie alle Lampen darüber zu steuern. Ich habe es an meiner Sunlight Evo 380 getestet. Diese funktioniert einwandfrei mit dem Controller. Sie lässt sich von der niedrigsten Stufe an gleichmäßig hochdimmen und beginnt dabei bei ungefähr 26 Watt, ähnlich wie mit dem Do-it-yourself-Dimmer aus meinem anderen Video. Das ist deutlich niedriger als mit den originalen Sunlight-Dimmern möglich ist. Die Lampe flackert dabei auch nicht, was ich in Verbindung mit anderen Controllern gelesen habe. Testweise habe ich auch meine Do-it-yourself-LED aus dem anderen Video daran angeschlossen. Diese hat statt einem 0 bis 10 Volt dimmbaren Netzteil eines mit 1 bis 10 Volt. Die Lampe funktioniert damit auch, jedoch schaltet sie sich nicht ab, wenn am Controller ausgeschalten wird. Das liegt daran, dass 1 bis 10 Volt Netzteile keine Dim-to-Off-Funktion haben. Um meine Sunlight am Controller anzuschließen, habe ich mir schnell testweise ein Kabel zusammengebastelt. Eine ordentliche Lösung für RJ11 bzw. RJ12 zum Anschluss an Sunlight-Lampen entwerfe ich gerade. Die zeige ich in einem zukünftigen Video. Wer sofort eine Lösung haben möchte, kann sich das Trollmaster Adapterkabel für Sunlight für ungefähr 30 € kaufen. Die Umsetzung. Nachdem wir nun gesehen haben, dass es möglich ist, Fremdgeräte mit dem GGS-Controller zu betreiben, kommen wir jetzt zur Umsetzung. Bei manchen Lampen kann der Anschluss Plug-and-Play funktionieren. Bisher habe ich das von Lumatech gehört. Wenn bei dir eine andere Plug-and-Play funktioniert, schreibe es in die Kommentare. So kann eine Übersicht erstellt werden, welche Lampen funktionieren. Wenn eine Lampe zwar den passenden RJ-Anschluss hat, aber nicht funktioniert, schreib es auch in die Kommentare. Dann schaue ich nach einer Lösung dafür. Verkabelung. Für die Verkabelung müssen wir uns zu Beginn die RJ-Stecker einmal genauer ansehen. Je nach Hersteller können hier unterschiedliche Pin-Belegungen verwendet werden. Einen festgelegten Standard hierfür gibt es nicht. Deswegen muss sorgfältig geprüft werden, dass die richtigen Pins des Controllers mit den richtigen Pins der Geräte verbunden werden. Spider-Farmer verwendet für seinen Controller RJ12 Stecker. Bei diesen hat der Stecker 6 Pins, das Kabel hat 6 Leitungen. Genau gleich groß ist der RJ11 Stecker. Beide passen auch in die jeweils anderen Buchsen. Bei diesem sind allerdings nur 4 Pins vorhanden. AC Infinity zum Beispiel verwendet RJ11 Stecker. Es muss also darauf geachtet werden, dass für den Spider-Farmer Controller Kabel und Stecker mit 6 Pins verwendet werden. Für den Lichtanschluss am Geräteadapter funktioniert aufgrund der Pin-Belegung auch RJ11. Das wird gleich noch ersichtlich. Kabel selbst bauen. Möchtest du dir Kabel selbst herstellen, weil es nicht Plug-and-Play funktioniert, kann ich RJ-Adapter mit Schraubklemmen empfehlen. Es ist zwar möglich, diese aus den mitgelieferten RJ12-Kabel von Spider-Farmer zu bauen, allerdings sind die Drähte so dünn, dass sie selbst mit passenden Aderinnenhülsen sehr leicht abbrechen. Sowohl für das PWM als auch für das 0 bis 10 Volt Kabel sind nur 2 Leitungen erforderlich, weswegen ich für meine endgültige Variante einfach etwas dickere, zweiadrige Schlauchleitungen verwenden werde. Die passenden Adapter und Kabel dazu verlinke ich in der Beschreibung. Wenn du die Links in der Beschreibung für deinen Einkauf nutzt, erhalte ich dafür eine kleine Provision, welche es mir ermöglicht, weitere Videos wie dieses zu produzieren. Dein Einkauf wird hierdurch nicht teurer. Von Spider-Farmer werde ich nach diesem Video wohl nicht mehr als Kooperationspartner in Betracht gezogen. Mir ist es aber wichtig, ehrlich über die Produkte zu berichten und Mängel nicht zu verschweigen. Kritiklose Werbevideos gibt es schon mehr als genug. Nummerierung der Pins. Die Pins der RJ12-Stecker werden von 1 bis 6 nummeriert, um sie zuzuordnen. Wenn man von vorne auf den RJ12-Stecker schaut und der kleine Hebel nach oben zeigt, befindet sich Pin 1 ganz links. Bei üblichen Kabeln sind die Kabelfarben auch den Pinnummern zugeordnet. Pin 1 ist weiß, Pin 6 ist blau. So ist das auch bei den Spider-Farmer-Kabeln. Solltest du andere Kabel kaufen, musst du aufpassen, dass du keine Crossover-Kabel kaufst. Bei diesen werden die Pins zwischen den beiden Steckern vertauscht. Bei den von mir verwendeten RJ12-Steckern mit Klemmen daran ist das Kabel von Pin 1 im Stecker rot markiert. Pinbelegung des PWM- oder Lüfterausgangs. Am Lüfter- oder PWM-Ausgang sind Pin 1 und 6 die PWM-Pins. Pin 3 und 4 sind Ground, also Minus. Das sind die für uns interessanten Pins. Welche du davon auswählst, spielt keine Rolle. Beide PWM-Pins geben das gleiche Signal aus und beide Ground-Pins sind miteinander verbunden.
Die beiden übrigen Pins 2 und 5 sind Kommunikationspins, die für die Funktion Shake Head, also vermutlich Oszillation der Clip-Fans, und die Natural Wind Funktion zuständig sind. Genauer habe ich sie noch nicht analysiert. Ich habe lediglich am Oszilloskop gesehen, dass sich Bits ändern, wenn ich die beiden Funktionen ein- oder ausschalte. Pinbelegung des Light- oder 0 bis 10 Volt Ausgangs. Am Lichtausgang für 0 bis 10 Volt dimmbare Lampen interessieren uns die Pins 2, 3, 4 und 5. Pin 2 und 5 sind für den DIMM-Plus-Anschluss der Lampe und Pin 3 und 4 sind für den DIMM-Minus-Anschluss. Welche der DIMM-Minus- und DIMM-Plus-Pins wir verwenden, macht auch hier keinen Unterschied. Da die interessanten Pins in der Mitte des Steckers liegen, können wir hierfür auch ein RJ11-Kabel mit nur 4 belegten Pins verwenden. Auf dem Pin 1 des Ausgangs liegen 12 Volt an. Der Pin 6 ist für die serielle Kommunikation. Was dort übertragen wird, weiß ich nicht, allerdings ist das auch nicht weiter relevant. Geräte mit anderen Steckern. An anderen Geräten sind häufig noch andere Steckertypen verbaut. In den Kommentaren unter meinem letzten Video zum Spider-Farmer Controller hat der Zuschauer TheChronic 1982 gefragt, wie er seinen Prima Klima EC-Lüfter mit RJ45 Anschluss am Spider-Farmer Controller anschließen kann. Die von Prima Klima bereitgestellten Informationen sind ein Beispiel für schlechte Dokumentation. Für Nicht-Techniker ist sie viel zu verwirrend gestaltet. Auf der ersten Seite wird die 0 bis 10 Volt Belegung nicht gezeigt. Die detaillierte Erklärung auf der zweiten Seite zeigt die motorseitige Pin-Belegung und wird nicht direkt in Bezug zum RJ45 Stecker gesetzt. Die Prima Klima EC Blue Lüfter können sowohl PWM als auch 0 bis 10 Volt als Steuersignal nutzen. Damit ist es also möglich, die Lüfter auch am Lampenausgang zu betreiben, falls man seine Lampe noch über eine normale Zeitschaltuhr steuert. Der Vorteil daran, den Lüfter am Lampenausgang zu betreiben, ist die Tatsache, dass man bis zu 100% Lüfterleistung abrufen kann. Am PWM-Ausgang wären wie erwähnt nur 78% Leistung möglich. Da ich keinen Prima Klima EC Lüfter besitze, kann ich das nur theoretisch betrachten, aber nicht selbst testen. Falls ihr das ausprobiert, schreibt die Ergebnisse bitte in die Kommentare. Dem Datenblatt der Prima Klima Lüfter nach ist eine PWM-Frequenz von 1 bis 10 kHz möglich. Damit liegen wir mit den 10 kHz des Controllers im möglichen Bereich. Was sich daraus nicht erkennen lässt, ist, ob die 3,3 Volt des PWM-Signals ausreichen, um den Lüfter anzusteuern. Das müsste jemand mit so einem Lüfter testen. Sollten die 3,3 Volt nicht ausreichen, hilft vielleicht meine Lösung für meinen Druck-EC-Lüfter weiter. Bei dem reichen die 3,3 Volt definitiv nicht aus. Wenn es hierzu Neues gibt, gebe ich ein Update. Ich habe zwar mal beim Hersteller der Motoren, die in den Prima Klima Lüftern verbaut sind, nachgefragt, jedoch lässt sich die Frage nicht ohne die genaue Modellnummer des verbauten Motors beantworten. Der Mitarbeiter dort vermutete allerdings, dass ca. 5 Volt ausreichen sollten. Pinbelegung RJ45 Prima Klima. Der RJ45 am Prima Klima hat 8 Pins, wovon 6 belegt sind. Pins 7 und 8 sind für die Umschaltung zwischen 0 bis 10 Volt und PWM. Sind die beiden Kontakte nicht verbunden, ist die Steuerung über 0 bis 10 Volt aktiv. Wenn du den Lüfter über PWM steuern möchtest, musst du Pins 7 und 8 verbinden. Für die Steuerung mit PWM werden die Pins 4 und 5 verwendet. Das PWM-Signal wird am Pin 4 angeschlossen, minus an Pin 5. Um den Lüfter mit 0 bis 10 Volt anzusteuern, werden ebenfalls Pin 4 und Pin 5 verwendet. Dann darf jedoch keine Brücke zwischen Pin 7 und 8 bestehen. Das 0 bis 10 Volt Signal wird an Pin 4 angeschlossen, minus wieder an Pin 5. Solltest du weitere Geräte besitzen und bist dir nicht sicher, ob du sie anschließen kannst, schreib das in die Kommentare, dann kümmere ich mich darum. Zusammenfassung. Wie man sieht, ist es also möglich, Geräte anderer Marken mit dem Controller zu steuern, auch wenn Spider-Farmer das anscheinend nicht genauer erklären möchte. Ich habe mittlerweile noch eine der Spider-Farmer Steckerleisten bestellt und werde diese in einem kommenden Video mal genauer anschauen. Von einigen Zuschauern wurde mir schon AC Infinity empfohlen. Den Controller und die Adapter zum Anschluss anderer Geräte daran habe ich mittlerweile auch bekommen. Auch dazu kommt noch ein Video. Falls ihr weitere spannende Projekte wie dieses sehen wollt, abonniert den Kanal, lasst ein Like da und schreibt vielleicht auch einen Kommentar, wenn ihr Lust habt. Bis zum nächsten Mal. Disclaimer. Dieses Video dient natürlich wie immer rein zu Unterhaltungszwecken. Ich übernehme keinerlei Haftung für eventuell resultierende Probleme, wenn ihr das hier gezeigte nachmacht.